Ein schon klassischer Kite in der Wave-Riege ist der Ozone Reo. Diesmal in der V6-Variante, sprich das 6. Jahr, in dem der Kite hier mit einer 4-Punkt-Waage ohne Pulleys abgestützt wird. Je nach Bedingung kann man über den inneren Punkt der Frontwaage hier von Onshore bis Offshore das richtige Setup für sich finden. Klar, die Steuerleinen sind direkt mit dem Tipp verbunden und wir haben 3 verschiedene Möglichkeiten, um Bardruck und Turning Speed ebenfalls an den Geschmack und die Bedingungen anpassen zu können. Zum Be- und Entlüften haben wir ein großes Ein- und Auslassventil und die gerade gehaltenen One-Pump-Schläuche machen das Be- und Entlüften leicht. Bei unseren Testkites haben wir hier ein Triple Ripstop Material, welches bis in die Tips des Kites hineingezogen ist. Ringsherum, also auch in der Trailing Edge, haben wir in der Abrisskante einen durchgehenden Dacron-Rahmen. Zusätzlich gibt es immer noch kleine Dacron-Patches mit so kleinen Kunststoff-Inlays, damit hier die Hinterkante nicht über Gebühr flattern kann. Die Fronttube besteht aus einem Dacron, welches extra mit zusätzlichen Polyesterfäden verstärkt ist. Und diese ist geschlossen mit einer normalen Kedernaht mit einer Vernähung, die von der Innenseite gedoppelt ist. Leinenabweiser gibt es nur am Ende der Fronttube. Die Querstruts sind jeweils mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und verklebt. Im mittleren Teil des Kites gibt es nochmal einen zusätzlichen verstärkten Bereich aus Dacron und alle anderen Stellen, die aufschlagen oder scheuern könnten, sind mit Cordura-Material gearbeitet. Der neue Reo V6 wird schön gleichmäßig und wirklich früh angeströmt. Man hat hier kleine Änderungen der Aufhängung vorgenommen. Vergleicht man ihn mit den Mitbewerbern in 2022, so liefert er hier durchwegs gute Leistungen ab. Und auch wenn man die Leistung beim Kite Foilen betrachtet, so ist diese ebenfalls durchwegs gut, einfach aufgrund der schönen sauberen Anströmung, die nicht viel Leinenspannung erfordert. Und ganz leichte Sinusbewegungen fördern hier das Leistungspotenzial nochmal ein wenig extra. Angepasst an das jeweilige Setup, was man wählt, also je nach Onshore- oder Sideshore-Bedingung, steht er insgesamt im Vergleich zu den Mitbewerbern eher tiefer im Windfenster, sodass hier auch durchwegs gute Leistungen zu vernehmen sind. Ebenfalls beim Kitefoilen verhält es sich absolut identisch. Da die Fronttube über die Waage jeweils an 4 Punkten aufgehangen ist und man keine Pulleys besitzt, bekommen wir hier beim Reo wirklich ein ausgesprochen direktes Bar-Feeling. Es ist absolut genau und präzise, ohne dabei irgendwelche Nervosität zu zeigen. Und betrachten wir hier die Barkräfte, so liegen die Haltekräfte im mittleren Bereich. Diese erhöhen sich auch nicht bei ansteigendem Wind. Und die Steuerkräfte liegen etwas über dem mittleren Bereich. Dementsprechend bekommt man ein wirklich exzellentes Feedback über den Stand des Kites im Windfenster. Allerdings ist es auch ein klein wenig physisch zu nennen. Der Grundzug des Reo V6 ist gleichmäßig hoch, ohne dabei irgendwie anstrengend zu wirken. Und ein Punkt, der uns persönlich halt sehr positiv aufgefallen ist, ist, dass die Kraftentfaltung ist zwar jederzeit, wie auch durch den höheren Grundzug, gegeben. Allerdings ist hier die Progression, das Vorschießen des Kites halt gedämpft worden, wodurch halt eine deutlich höhere Homogenität des gesamten Flugbildes sich ergibt. Die Flug- und Drehgeschwindigkeit des Reo V6 sind durchwegs schnell und das Ganze geht einher mit mittleren bis engen Flugradien.
Und das in Kombination mit der sehr reaktiven Lenkung eignet sich das dementsprechend auch natürlich schön für den Einsatz am Kitefoil, weil genau da braucht man diese Kombination. Der Reo V6 eignet sich gut für eine Kombination aus gedriftetem und mitgelenktem Stil. Der Drift hierbei ist auch bei wenig Leinspannung und schnellem Folgen gut. Man darf es jetzt nicht über Gebühr übertreiben, sonst verliert er auch mal die Lenkung. Aber grundsätzlich gesehen geht das Ganze hier schon auch im Vergleich zu den Mitbewerbern durchwegs gut. Und wenn man es doch mal übertrieben haben sollte, hat er so viel fehlerverzeihendes Moment, dass man ihn auch immer noch gut gefangen bekommt. Also ein wirklich absolut haltloses Stallen ist hier nicht zu vernehmen. Am wohlsten fühlt sich der Reo, wenn er am oberen Windfensterrand immer mit leichten Anlenkbewegungen auf Position gehalten wird, dann liefert er ein ganz stabiles Bild. Und hier kann man ganz klar sagen, hier hat er gegenüber seinem Vorgänger oder den Vorgängermodellen im Allgemeinen doch deutlich hinzugewonnen, was diesen ganzen homogenen Eindruck eindeutig unterstreicht. Angenehm beim Strapless Springen ist der gleichmäßig hohe Grundzug. Man hat hier mit dem zusätzlichen Feedback der etwas höheren Steuerkräfte ein gutes Gefühl und eine gute Sicherheit. Man muss halt schauen, dass man sich vom Timing an die Positionierung des Reo V6 gut gewöhnt hat, da er die tiefere Position auch nach dem Absprung nicht so leicht verlässt. Dieser Punkt sei erwähnt, da doch tendenziell einige der Mitbewerber in dem Wave-Sektor oder Strapless Freestyle-Sektor doch weiter nach vorne an den Windfensterrand fliegen. Nichtsdestotrotz sind die Leistungen in diesem Bereich ebenfalls als gut zu bezeichnen. Wie schon erwähnt, erscheint der Reo V6 auch für uns beim Kitefoilen wirklich als sehr geeignet. Man merkt hier aber auch halt den Stand des Kites im Windfenster, der hier von der reinen Performance gerade beim Down the Line insgesamt halt nochmal einen kleinen Tick besser gehen könnte, auch wenn die Kappe insgesamt gesehen doch mit recht wenig Leinenspannung auskommt. Das, was wirklich benötigt wird, eine hohe Profilstabilität und Flugstabilität aufgrund der sehr sauberen Anströmung, eine sehr präzise und schnell reaktive Lenkung, auch wenn man drauf zufährt. Das gibt der Reo leicht und einfach preis und auch mit einem völlig intuitiven Barfeeling dazu. Klar, über die verschiedenen Entwicklungsjahre wurden natürlich auch hier unterschiedliche Tücher verwendet. Jetzt ist alles bei jedem Hersteller insgesamt ein wenig dehnungsärmer. Wir sind aber trotzdem immer noch im Vergleich in dem eher konventionellen Bereich. Das heißt halt, Ozone ist jetzt hier nicht der totale experimentelle Hersteller in puncto Materialien. So haben wir hier eine doch feste, aber nicht zu harte Kappe, was man jetzt bei eventuell Alula teilweise auch mal tendenziell vermuten könnte, dass es hier auch manchmal vielleicht zu hart wird, was die Struktur der Kites angeht. Dementsprechend ist der Reo V6 auch einfach ein guter Allrounder. Mit so kleinen, feinen Abstimmungen hat man hier in dieser Generation geschafft, das Ganze so schön zu homogenisieren. Man hat einen Kite, der sehr schön mitgelenkt fliegt, einer, der gut driftet, der keinerlei Zicken macht. Man hat intuitiv auch immer genau in der Hand, was die Kappe gerade macht und produziert, wie viel Kraft sie liefert. Das lässt sich insgesamt gut spüren. Es sind viele Momente, wo auch mal, wenn es um Korrigierbarkeit geht, das auch einfach erfolgt. Irgendwelche schwierigen Nicklichkeiten wie plötzliches Stallen oder dergleichen
Das haben wir hier überhaupt gar nicht mehr. Insofern ist das halt schon eine ganz runde und ausgereifte Geschichte, die man doch vielen Wellenfreunden empfehlen darf.